Kennst du das? Du weißt, du müsstest längst anfangen, Steuer machen, endlich zum Sport, ein wichtiges Telefonat. Aber statt loszulegen, denkst du, morgen fange ich an. Oder ach, das mache ich morgen. Und zack, sitzt du auf der Couch mit der Fernbedienung in der Hand. Willkommen im Club der Aufschieber. Eintritt frei, Austritt schwierig. Das Problem. Viele denken, wer aufschiebt, ist halt faul. Aber die Wahrheit ist, Aufschieben ist eher eine Notbremse fürs Gehirn. Du fühlst Druck, Unsicherheit, vielleicht sogar Angst und dein Kopf ruft, verschieb's lieber, dann fühlt es sich leichter an. Kurzfristig atmet man auf. Langfristig stapelst du Lasten, nicht im Keller, sondern in deinem Kopf. Es ist wie Wäsche, die du immer wieder in die Ecke wirfst. Erst ein kleiner Haufen, irgendwann ein Berg, den du kaum noch tragen kannst. Wenn wir ehrlich sind, kennen wir diese Momente doch alle. Und das klingt jetzt alles ziemlich theoretisch, also schauen wir uns mal an, wie Aufschieben im echten Alltag aussieht. Alltagsbeispiele. Beispiel 1. Der Klassiker: Morgen fange ich an. Ein fetter Haken hinter dem Wort morgen und das beruhigt erstmal. Doch beruhigend heißt nicht gelöst. Die Aufgabe verschwindet dadurch nicht, sie bleibt liegen und wartet. Lösung? Statt auf morgen zu warten, fang sofort an, aber winzig klein. Einen Ordner öffnen, den Kalender aufschlagen, eine einzige Aufgabe notieren. Der kleinste Schritt heute ist stärker als der größte Plan für morgen. Beispiel 2. Der perfekte Moment. Ich fange an, wenn Sport? Klar, wenn ich die neuen Laufschuhe habe. Und am Ende stehen die Schuhe 2 Monate unbenutzt im Flur, während der Sportplan sich leise verabschiedet. Lösung? Fange einfach an, auch mit alten Schuhen. Geh eine Runde spazieren. 5 Minuten Bewegung im Wohnzimmer sind besser als Warten auf die neuen Laufschuhe. Der perfekte Moment kommt nicht. Er entsteht erst durchs Anfangen. Beispiel 3. Die Kekspackung. Ich fange mit der Diät an, wenn die Packung leer ist. Und schwupps, schon rutscht die Diät wieder nach hinten im Kalender, bis du sie fast vergisst. Lösung? Entscheide heute, nicht nach der Packung. Schenk die Kekse weiter. Stell sie außer Sichtweite oder in eine Sonntagsbox. Oder sag, ab jetzt fange ich trotzdem an. Auch mitten im Keks. Eine neue Gewohnheit braucht keine leere Keksverpackung, nur eine klare Entscheidung. Beispiel 4. Alles oder nichts. Wenn ich die Steuer nicht komplett mache, fange ich lieber gar nicht an. Der Steuerordner wird zum Endgegner. Lösung? Zerleg die Mammutaufgabe. Lade dir die Software herunter. Erstelle eine Liste, was du benötigst. Suche die ersten Belege zusammen. Klein klingt lächerlich, ist aber machbar. Beispiel 5. Die Angst vor Fehlern. Du sollst ein wichtiges Formular ausfüllen oder eine Mail an den Chef schreiben. Und plötzlich blockiert dein Kopf. Was, wenn ich was Falsches eintrage? Was, wenn es nicht professionell klingt? Also lässt du es liegen. Lieber nichts tun, als vielleicht einen Fehler machen. Lösung? Mach einen ersten Entwurf ohne Anspruch auf Perfektion. Sag dir, lieber unvollständig angefangen als gar nicht gestartet. Wenn's offiziell ist, lass jemanden kurz drüber schauen, bevor du's abschickst. Fehler entstehen oft durchs Zögern, nicht durchs Handeln. Der erste Schritt nimmt der Angst schon die Hälfte ihrer Macht. Wenn man sich diese Beispiele anschaut, merkt man schnell, die Situationen sehen unterschiedlich aus, aber sie haben denselben Kern. Ob es das Morgen ist, die perfekten Schuhe, die Kekspackung, der Steuerordner oder die Angst vor Fehlern, hinter allem steckt mehr als nur Bequemlichkeit. Die emotionale Ebene. Siehst du das Muster? Es ist selten Faulheit. Hinter dem Aufschieben steckt fast immer ein Gefühl: Angst, Unsicherheit, Perfektionismus. Von außen wirkt es entspannt, aber innen drin tobt Kopfkino, Herzklopfen und ein schlechtes Gewissen. Man zeigt nach außen ein Lächeln, während man innerlich gegen einen unsichtbaren Druck ankämpft. Und genau dieser Spalt zwischen Fassade und Gefühlen macht das Aufschieben so zermürbend. Denn es ist nicht die Aufgabe selbst, die uns lähmt, es sind die Emotionen, die wir mit ihr verbinden. Und genau da setzt die Psychologie dahinter an.
Warum machen wir das eigentlich? Es liegt nicht an Faulheit, sondern an Mustern in unserem Kopf. Erstens, Angst. Wir fürchten uns davor, Fehler zu machen, uns zu überfordern oder zu scheitern. Diese Angst macht Aufgaben im Kopf viel größer, als sie wirklich sind und blockiert den Start. Zweitens, Perfektionismus. Wenn ich's mache, dann richtig. Und weil richtig nach einem Riesenberg aussieht, machen wir lieber gar nichts. Ganz oder gar nicht. Klingt stark, endet aber oft bei gar nicht. Drittens, unser Belohnungssystem. Unser Kopf liebt das Sofortgefühl. Jetzt Pause machen fühlt sich eben 1000-mal besser an als später Erfolg haben. Kurzfristig gewinnt immer. Viertens, die Zukunftsillusion. Wir überschätzen ständig, wie leicht es uns morgen fallen wird. In unserer Fantasie sind wir dann voller Energie, diszipliniert, alles läuft wie von selbst. Aber die Realität ist, morgen bist du genauso beschäftigt wie heute und obendrauf ist die Aufgabe schon gewachsen. Je länger du wartest, desto mehr klebt sie dir wie Kaugummi unterm Schuh. Fünftens, Überforderung durch Unklarheit. Steuer machen klingt nach Monster. Erstes Blatt ausfüllen wäre machbar. Wenn Aufgaben zu groß oder unklar wirken, blockiert der Kopf und verschiebt sie lieber. Sechstens, fehlende Struktur. Wenn alles gleichzeitig drängt, fangen wir mit gar nichts an. Das fühlt sich an wie 27 offene Tabs im Browser, überall blinkt's und am Ende starrst du nur auf den Bildschirm. Siebtens, fehlende Belohnung oder Sinn. Manche Aufgaben fühlen sich trocken an, ohne sichtbaren Nutzen. Und wenn das Wofür fehlt, fehlt auch die Motivation. Achtens, Erschöpfung und Gewohnheit. Manchmal ist es gar keine Angst, sondern schlicht Müdigkeit. Und wer oft aufschiebt, trainiert sich das Verhalten wie eine Routine an. Das Gehirn merkt sich, Aufschieben bringt kurzfristige Entlastung und wiederholt es. Die Ergebnisse des Aufschiebens. Und was passiert, wenn wir immer weiterschieben? Die Illusion platzt. Im Kopf läuft der Film. Morgen werde ich ein neuer Mensch, motiviert, diszipliniert, alles läuft perfekt. Aber am nächsten Tag ist die Ernüchterung da. Morgen bist du immer noch du, nur mit einer größeren Aufgabe. Es fühlt sich an wie ein Kater nach einer durchgemachten Nacht. Die Fantasie war toll, die Realität eher ernüchternd. Die wachsende Last. Eine aufgeschobene Aufgabe bleibt selten allein. Die unbeantwortete Mail zieht morgen schon 2 weitere nach sich. Und plötzlich ist aus einer kleinen Sache ein ganzer Berg geworden, der dich erschlägt. Der innere Stress. Von außen wirkt es entspannt, aber im Hintergrund läuft ein Dauerprogramm aus schlechtem Gewissen und Druck. Das kostet Energie, Konzentration und macht müde. Gesundheitliche Folgen. Und hier wird's ernst. Aufschieben betrifft nicht nur Aufgaben, sondern auch dich selbst. Gesünder essen fange ich morgen an. Ein bisschen Bewegung nächste Woche. So vergeht Zeit und irgendwann ist es vielleicht schwerer oder sogar zu spät, die Kurve leicht zu kriegen. Die Botschaft ist nicht Panik, sondern du kannst jederzeit anfangen. Je eher, desto leichter. Tipps gegen das Aufschieben. Wir haben gesehen, warum wir aufschieben, aber was kannst du konkret tun, um aus der Schleife rauszukommen? Angst schrumpfen mit Mikroschritten. Wenn die Aufgabe dir wie ein Berg vorkommt, mach sie winzig klein. Nicht Bewerbung schreiben, sondern erstmal nur den Namen tippen. Nicht Diät anfangen, sondern heute beim Abendessen einen Keks weniger. Mikroschritte nehmen der Angst die Wucht und plötzlich wird der Berg begehbar. Perfektionismus austricksen mit der 2-Minuten-Regel. Sag dir, lieber unperfekt angefangen als perfekt aufgeschoben. Alles, was weniger als 2 Minuten dauert, sofort machen, egal wie klein. Eine halbe Seite schreiben, die Arbeitsplatte abwischen, eine Mail beantworten. So merkst du, anfangen ist leichter, als dein Perfektionismus dir einredet. Den Einstieg erleichtern mit dem 5-Minuten-Timer. Unser Kopf liebt schnelle Belohnung, also bau sie dir ein. Stell dir den Timer auf 5 Minuten und fang einfach an. Meistens merkst du, so schlimm ist's gar nicht und bleibst automatisch länger dran. Der Trick? Der Timer ist der Einstieg, nicht das Ende. Die Zukunft ins Heute holen.
Statt zu hoffen, morgen bin ich motivierter, frag dich, wie wird es sich anfühlen, wenn ich es gleich erledigt habe? Hol dir das gute Gefühl nach vorne, ins Jetzt. Denn morgen bist du immer noch du, also lieber heute starten. Klarheit schaffen. Unklare Aufgaben blockieren. Mach sie so konkret wie möglich. Aus Steuer machen wird Beleg X raussuchen. Aus mehr bewegen wird 10 Minuten Spaziergang. Jede Klarheit wirkt wie eine Taschenlampe im dunklen Raum. Struktur stärken. Starte mit einer kleinen Routine. Schreibe dir abends 3 To-Dos für den nächsten Tag auf. Lege einen festen Startpunkt fest, wie zum Beispiel gleich nach dem Frühstück. Und wenn alles gleich wichtig wirkt, wähle eine Sache, die heute Priorität hat. So verhinderst du, dass dich 27 offene Tabs gleichzeitig blockieren. Den Berg abbauen. Wenn du schon viel aufgeschoben hast, hilft Stück für Stück. Nicht den ganzen Berg gleichzeitig, sondern Stein für Stein. Mach dir eine Liste. Fang bei der kleinsten Sache an. Jeder abgetragene Brocken bringt dir sofort mehr Luft. Ein kleines Versprechen abgeben. Sag jemandem, was du vorhast. Schon allein, dass es jemand weiß, gibt dir den nötigen Schubs loszulegen. Freundlich mit dir selbst bleiben. Mach dich nicht fertig, wenn du ins Schieben fällst. Sei milde mit dir, so wie mit einem guten Freund. Denn Aufschieben heißt nicht, dass du schwach bist, sondern dass du Mensch bist. Und gerade kleine Schritte sind oft stärker als große Sprünge. Ermutigung. Und wenn du jetzt denkst, das klingt ja alles schön, aber bei mir klappt das bestimmt nicht, dann atme einmal tief durch. Aufschieben ist menschlich. Es heißt nicht, du bist schwach oder unfähig. Es heißt nur, dein Gehirn versucht dich zu schützen, manchmal ein bisschen ungeschickt. Das Gute ist, du hast jetzt kleine Werkzeuge an der Hand. Mikroschritte, die Angst schrumpfen. Die 2-Minuten-Regel, die Perfektionismus austrickst. Den 5-Minuten-Timer, der dir den Einstieg erleichtert. Struktur, die dir Klarheit gibt. Und Selbstmitgefühl, das dich trägt, wenn's mal wieder nicht läuft. Vergiss nicht, jeder kleine Schritt zählt. Auch wenn er unscheinbar wirkt, er bringt dich nach vorn. Du musst keinen riesigen Sprung machen. Du musst nur anfangen und sei es mitten im Keks. Und genau das ist der Moment, in dem Aufschieben seine Macht verliert. Denn am Ende geht es nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern überhaupt anzufangen. Und damit sind wir schon beim Fazit. Halte dir also immer vor Augen: Aufschieben ist keine Faulheit, es ist Angst, Perfektionismus und der Versuch, sich selbst kurzfristig zu entlasten. Die Lösung? Klein anfangen, jetzt statt morgen und freundlich mit dir selbst bleiben. Wenn du Lust hast, noch tiefer einzusteigen, in der Videobeschreibung habe ich dir ein paar spannende Bücher verlinkt. Vielleicht ist genau das Richtige für dich dabei, um das Thema besser zu verstehen und neue Impulse mitzunehmen. Also nicht aufschieben, gleich Like da lassen, Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Schön, dass du dabei warst.